The gallery is inhabited by a new creature, which is fog. Occasionally visible, occasionally not, but always there. Fujiko Nakayas Arbeit ist per se lebendig, weil es eben nicht eine klare Autorschaft bei der Künstlerin gibt, sondern ihre Nebelskulpturen ein Dialog mit dem Wind sind. Über Kunst schaffen, nachzudenken in dieser Verwobenheit mit der Natur, in der wir eben nicht die komplette Kontrolle haben, weder über die Objekte, die wir schaffen, noch vielleicht über das Klima, in dem wir leben. What we did is forcing the artist inside and her work inside the environment, and then we wait for the consequence. And we wait for the fog escaping, getting out, and perhaps finding the place where the fog should be, like in the outside space. But the fog is definitely at the center, and it's surrounded by other previous works. Wir haben in der Ausstellung sehr frühe Malereien von Fujiko Nakaya. Wir haben die restauriert und zeigen die hier eigentlich so zum ersten Mal seit 1962 wahrscheinlich. They are completely undetermined objects that may or may not be clouds, but I think this definition of undeterminacy, which is so important, is already settled in her paintings. Sie hat eine sehr spezielle Verbindung eigentlich zur Spiritualität. Ich glaube, dass Fujiko Nakaya oft selber auch diese Brücke geschlagen hat zwischen Zen und Video zum Beispiel und der Praxis der genauen Beobachtung, die wir auch aus Zen-Gärten kennen. Wir zeigen auch eine Arbeit hier eben, die Zen-Mönche beim Chanten, also beim Singen, beim Gebet sozusagen zeigt. It's about trying to find the perfect balance between the viewer and the event. And that's the way she shot the spider and the way she shot the monks. Like trying to make micro movements, like zooming, to critically awaken the viewer and putting in critically in front of the work. So there is contemplation, but it's deeply active contemplation, like the monks themselves performing the movement with the books being open and closed. Also sie hat auch viel Zeit hier alleine verbracht tatsächlich. Sie ist hier also durch die Räume gelaufen und hat tatsächlich mit ihrem eigenen Körper eigentlich den Raum erfahren und erfühlt. Every morning, quite early, like 8 o'clock, I will see the artists like meandering next to the Haus der Kunst and then circling around the building, trying to understand the functioning of wind, the functioning of pressure and temperatures. So this is just to say she's really sensing the place. Ich glaube, dass sie eben Raum niemals als Leerraum sieht und sie hat in dieser Art sozusagen auch sich die Nebelskulptur erdacht, die sie hier zeigen möchte. Wir haben 2 neue Nebelinstallationen, die jetzt für diese Ausstellung entstanden sind. Munich Fog Fall is somehow a welcoming moment for the audiences. Dabei handelt es sich um einen Nebelwasserfall, der auf der Ostseite des Hauses sich in Richtung Eisbach erstreckt und je nachdem wie der Wind steht, sozusagen auf der Terrasse sich befindet oder eben noch ein Stückchen weiter unten sozusagen zwischen den Bäumen verschwindet. And then when entering the main room, you're already welcomed by this movement of something that comes towards you. Die zweite Nebelskulptur ist das Munich Fog Wave. It starts as a sort of explosion, like literally her early painting, something that grows up,
takes the form of a sort of wave and then falls down again, and the wave sneaks towards the front in this kind of cinematic way. There is something basic. When a fox sculpture appears from everywhere, even if you don't see them, children arrive. This is marvelous and also somehow magic. Deswegen haben wir uns auch eben dem Wunsch der Künstlerin folgend dazu entschieden, Kindern als allererstes zu ermöglichen, die Ausstellung zu sehen und zu genießen. They get all together and they have completely unexpected, let's say, reaction. Free of any form of convention, inhabiting the space and making it alive. Es geht eben oft darum, dass man seine eigenen Wahrnehmungsmuster hinterfragt und Verbindung mit Natur neu fühlt vielleicht. Fujiko Nakaya definitely wants the beholder thinking about nature differently. She wants to unbox, unpack, being outside and trying to escape convention, and the fox sculpture is just unfolding and therefore it's alive.